Seine Privatsphäre während der Nutzung von Kryptowährungen zu wahren, ist eine Kunst, euer Recht und definitiv kein Verbrechen. Heute geht es darum, unsere Bestände auch in der Realwirtschaft zu verwenden, ohne uns komplett gläsern machen zu müssen. Wir stellen euch heute eine Krypto-Off-Ramp vor, mit der ihr vollständig anonym bleiben könnt. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Das Thema Privatsphäre ist ein sehr wichtiges Thema, denn wir wollen nicht nur beim Investieren diese erhalten, sondern auch, wenn wir unsere Kryptowährungen wieder in der Realwirtschaft ausgeben. Wir recherchieren deshalb für euch regelmäßig nach passenden Wegen, diese auch weiterhin schützen zu können. Der Kauf und die Aufbewahrung der Kryptowährungen ist in der Zwischenzeit schon relativ anonym oder zumindest pseudonym. Da haben wir schon einige Lösungen für euch vorgestellt. Vor allem ist es wichtig, dass ihr keine zentralen Exchanges nutzt. Wie wir die Kryptowährungen nun anonym wieder ausgeben können, steht heute auf dem Plan. Ganz konkret bedeutet das, dass wir eine KYC-freie und somit vollkommen anonyme Debit-Zahlkarte für Online-Transaktionen für euch gefunden haben. Die funktioniert also in Shops, wenn ihr irgendwo etwas bestellen wollt, funktioniert aber natürlich aufgrund ihrer nicht physischen Existenz nicht zum Bargeld abheben. Bevor wir ins Video reinstarten, eine kurze Bitte, wenn ihr diese kostenlosen Mehrwerte schätzt, die ihr mehrmals pro Woche von uns bekommt, gerade was dieses Thema angeht, denn die Recherche war hier relativ zeitaufwendig. Es gibt zwar relativ viele Anbieter, die existieren, aber nur von den wenigsten können wir mit gutem Gewissen weitererzählen. Wenn ihr, wie schon gesagt, das schätzt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da oder leitet diese Videos einfach an andere Menschen weiter. Jetzt geht's aber los mit dem eigentlichen Thema. Wir stellen euch heute Paywhite vor. Das ist eine Plattform, die virtuelle Debitkarten ausgibt, die ausschließlich mit Kryptowährungen aufgeladen werden können. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass die ganze Sache vollständig anonym ist. Warum? Weil ihr hier schon über diese Knöpfe sehen könnt, dass eine Interaktion mit der Plattform nur mit einer Web3 Wallet möglich ist und mit einer Web3 Wallet somit diese Dienstleistung angesteuert werden kann. Das ist grundsätzlich möglich, weil die Karten nicht für das Publikum freigegeben sind. Normalerweise ist es ja so, dass absolut anonyme und ohne eine KYC-Prüfung ausgestellte Zahlkarten nicht möglich sind. Es ist allerdings so, dass sich die rechtlichen Voraussetzungen für so etwas ändert, wenn man sagt, okay, das ist nicht für das breite Publikum, also sprich für jeden möglich, sondern für einen ausgewählten Personenkreis. Ich kenne das mitunter aus dem Unternehmensrecht, wo viele Möglichkeiten erst erzeugt werden können, wenn man eben das Publikum von der ganzen Sache ausschließt. Somit ist es nur möglich, dass ihr diese Plattform nutzen könnt, wenn ihr auch einen Einladungscode nutzt. Diesen Einladungscode bekommt ihr von uns und der steht unten in der Videobeschreibung. Das ist kein Affiliate-Link oder sonst irgendwas. Wir verdienen da nichts dafür, sondern es ist einfach nur dafür, dass ihr nicht mehr zum Publikum zählt, denn ihr wurdet von irgendjemand anderem eingeladen. Das Schöne an dieser virtuellen Debitkarte ist, dass sie in der Zwischenzeit auch schon mit mehreren Blockchains nutzbar ist. Zum einen mit Ethereum, aber auch mit der BNB-Chain, Polygon und Avalanche. Das Aufladen funktioniert relativ reibungslos. Ihr könnt mit BNB, Polygon und Avalanche allerdings ausschließlich mit Stablecoins aufladen. Hier in diesem Fall mit USDT und USDC. Wenn ihr über Ethereum aufladen wollt, dann steht euch eine relativ große Aufladepalette an Token zur Verfügung. Allerdings habt ihr hier dann natürlich auch höhere Gebühren für die Transaktionskosten. Wie ihr seht, haben wir auch die Karte schon einmal für euch getestet. Es ist wichtig zu wissen, dass bei der Erstellung dieser Karte die Kartendaten nur einmal angezeigt werden. Die Erstellung an sich ist relativ selbsterklärend. Das können wir euch jetzt hier in diesem Fall leider nicht mehr zeigen, weil wir unsere schon erstellt haben. Aber wie schon gesagt, die Strecke, die einfach durchgeklickt werden muss, die ist an sich selbstverständlich und das sollte jeder hinbekommen. Es ist, wie schon gesagt, so wichtig, dass ihr dann die Karteninformationen, also die Kartennummer, das Ablaufdatum und den CVV-Code euch abspeichert, denn diese werden aus Sicherheitsgründen nur einmal angezeigt und dann nie wieder. Wenn ihr es versäumt, diese Karteninformationen euch aufzuschreiben, dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr erst wieder einen Einladungscode mit jemand anderem teilen, damit ihr eine neue virtuelle Debitkarte erstellen könnt. Wie ihr seht, ist die Nutzung dieser Aufladekarte vollkommen anonym. Das hat allerdings auch seinen Preis. Hier wird eine Aufladegebühr
in Höhe von 5% berechnet, was natürlich schon etwas happig ist. Die Aufladezeiten, die sind in Ordnung. Als wir unsere 100 USDC zu Versuchszwecken aufgeladen haben, waren sie innerhalb von 6 Stunden gut geschrieben. In dem FAQ-Bereich wird allerdings erwähnt, dass die Aufladung auch in seltenen Fällen mal bis zu 3 Tage andauern kann. Von daher solltet ihr hier rechtzeitig aufladen oder zumindest hier keine zeitkritischen Aufladungen vornehmen. Wichtig zu wissen auch ist, dass das Kartenlimit auf 3000 US-Dollar beschränkt ist. Das heißt, ihr könnt immer nur auf einmal 3000 US-Dollar an Gegenwert auf der Karte haben. Mehr ist sie nicht aufzuladen, dann müsst ihr erst wieder verbrauchen und erst dann könnt ihr wieder aufladen. Das heißt, Beträge von über 3000 US-Dollar mit dieser Karte zu bezahlen, ist grundsätzlich nicht möglich. Es wurde auch berücksichtigt, dass hier eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abgeschlossen werden kann. Wenn ihr also bei einem Händler einkauft, der eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben möchte, könnt ihr über diesen Knopf euch den Code anzeigen lassen oder einen separaten Knopf anzeigen lassen, der notwendig ist, um diese Transaktion nochmal separat zu bestätigen. Kommen wir mal zu den Schwächen dieser Kryptokarte, die definitiv nicht verheimlicht werden sollten. Es gibt leider keinerlei Audit für den Smart Contract, der die Interaktion zwischen der Web3 Wallet und dem Kontostand der virtuellen Debitskarte managt. Das ist also definitiv ein Sicherheitsrisiko, das man im Hinterkopf behalten sollte. Auch ist die Akzeptanz nicht zu 100% gegeben, obwohl es sich hier um eine Visa-Karte handelt. Es ist zum Beispiel nicht möglich, dass ihr Einzahlungen auf euer Konto vornehmen könnt. Wir haben das mal probiert, da hat unsere Bank diese Einzahlung abgelehnt mit der Kreditkarte, obwohl es mit anderen Kreditkarten funktioniert. Ein weiterer Punkt ist, dass gewisse Online-Händler auch grundsätzlich die Nutzung von virtuellen Debitkarten ablehnen. Von daher ist es, wie schon gesagt, nicht zu 100% klar, dass diese auch überall akzeptiert wird. Von daher bitte aufgrund dieses Umstandes diese Karte vorsichtig nutzen. Nutzt es erst einmal mit den Minimumbeträgen. Ihr könnt bereits ab 100 USDC aufladen und dann euch langsam herantasten, ob die ganze Sache für euch auch passt. Wir selbst haben es, wie schon gesagt, mit 100 USDC getestet. Wir haben auch eine Bestellung vorgenommen von einer virtuellen Dienstleistung, von einem VPN-Server, der 92 US-Dollar gekostet hat. Das hat an sich reibungslos funktioniert. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, die dafür genutzt werden kann, um Fragen zu stellen. Der Support in dieser Gruppe ist aber relativ träge. Meistens brauchen die Antworten 1 bis 2 Tagen. Von daher solltet ihr euch nicht darauf verlassen, dass ihr hier schnell eine Antwort bekommt. Wenn euch die Sache trotzdem zusagt, dann wie schon gesagt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung den Einladungscode und den Link zu PayWhite erhalten. Wir stellen zu guter Letzt fest, dass PayWhite die einzige Plattform ist, die eine funktionierende KYC-freie virtuelle Kryptocard anbietet. Zwar sind die Gebühren relativ happig mit 5% pro Aufladung und die Akzeptanz ist auch nicht zu 100% gegeben, aber die Nutzung ist definitiv simpel und vollständig anonym. Und unseres Erachtens ist es definitiv wert, sie einfach mal auszuprobieren. Hiermit haben wir einen weiteren Aspekt gefunden, der uns dabei hilft, unsere Privatsphäre zu schützen und wir müssen uns nicht an einer weiteren Stelle Gläser machen. Wir hoffen, dass dieses Video euch gefallen hat. Wir hoffen ebenfalls, dass diese Kryptokarte eine Möglichkeit ist, relativ anonym eure Kryptowährungen wieder auszugeben. Probiert es einfach mal aus. Wenn ihr Fragen habt, kommt sehr gerne auf uns zu. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video und ciao.